Liebe Angehörige der FAU, liebe Studis, meine sehr verehrten Damen und Herren, die erste Semesterwoche ist geschafft. Und auch wenn wir alle nicht genau wissen, was uns die kommenden Wochen mit Blick auf die Ausgangsbeschränkungen bringen werden, atmen wir doch alle ein bisschen auf und ich hoffe, auch Sie, liebe Studis. Nach den ersten Anlaufschwierigkeiten haben die Online-Lehrveranstaltungen bis dato doch ganz gut geklappt. Und heute Morgen hat sich der Wissenschaftsminister Bernd Siebler bei mir gemeldet und wollte wissen, wie der Online-Start an der FAU gelaufen ist. Ich konnte ihm berichten, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hochmotiviert an Online-Angeboten arbeiten und dass auch unsere Studierenden sehr gut mit der neuen Situation zurechtkommen. Natürlich wissen wir, dass unsere Studis auch weiterhin Sorgen plagen. Viele von den Studis wohnen auf engstem Raum, sorgen sich um ihre Finanzierung und darüber, um wie viel sich ihre Studiendauer durch Corona letztendlich verlängern wird. Zumindest was die Regelstudienzeit angeht, sollten Sie sich keine Gedanken machen. Diese hat sich, falls einige von Ihnen es noch nicht wissen, für Sie alle automatisch um ein Semester verlängert. Sie haben also ein Semester länger Zeit, Ihre Abschlussprüfungen abzulegen oder bestimmte andere Prüfungsleistungen zu erbringen. Außerdem wird derzeit in unserem Ministerium diskutiert, ob generell alle Prüfungsfristen oder die Erbringung von Leistungen, zum Beispiel für die Zulassung zum Master, sich um ein Semester verlängern. Wir halten Sie hier selbstverständlich auf dem Laufenden. Dass zum Glück die meisten von Ihnen auch in der Krise ihren Optimismus und die Lust zu feiern nicht verloren haben, zeigt mir unter anderem die Semesterfete TechFac Goes Downtown, die unsere technische Fakultät zum Start eines jeden Semesters auf die Beine stellt. Klar, üblicherweise findet sie im E-Werk statt. Dieses Mal, wie sollte es anders sein, muss auch virtuell gefeiert werden. Bei TechFac Streams Downtown, ein schöner Titel, sind bis zu 450 Studis gleichzeitig dem Livestream gefolgt und haben von zu Hause aus kräftig mitgefeiert. Vielleicht macht das ja auch ein bisschen Mut. Unsere Studierendenvertretung überlegt im Moment schon, ob weitere Events für Studis online organisiert werden können. Ich halte das grundsätzlich für eine sehr gute Idee. Und weil wir schon bei den guten Nachrichten sind, hier ein kleines Update zu unserer Spendenaktion FAU for FAU. Mittlerweile ist die Spendensumme auf fast 60.000 € gestiegen. Das ist fantastisch. Nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an alle Spenderinnen und Spender. Mehr als 380 Personen haben inzwischen gespendet, darunter Einzelspenden in Höhe von bis zu 1.000 €. Herzlichen Dank. Im Moment werden die letzten Anträge unserer Studis geprüft und ab der kommenden Woche können wir mit den ersten Auszahlungen beginnen. Und wir hatten im Rahmen von FAU for FAU auch zu einer Spende gebrauchter Laptops aufgerufen und diesen Aufruf würde ich gerne wiederholen. Bitte spenden Sie Ihren gebrauchten Rechner. Es haben sich schon mehrere Studis bei uns gemeldet, die dringend ein ordentliches Endgerät auf Leihbasis bräuchten, um gut online studieren zu können. Erlauben Sie mir noch einen Hinweis zur Maskenpflicht, die ab Montag in bayerischen Geschäften und in den öffentlichen Verkehrsmitteln gilt. Wir wünschen uns maximale Sicherheit für unsere Studierenden und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der FAU. Sollten sich also mehr als eine Person in einem Raum befinden, bitte ich Sie zukünftig an der FAU einen Mundschutz zu tragen. Dies gilt nicht nur Ihrer, sondern auch der Sicherheit Ihrer Kolleginnen und Kollegen oder unserer Studierenden. Bitte halten Sie sich dran. Zum Schluss noch eine kurze Anmerkung in eigener Sache. Ich habe Sie ja seit Beginn der Krise jeden zweiten Tag mit einem Podcast informiert und nun habe ich das Gefühl, dass in der Krise auch ein Stückchen Normalität eingekehrt ist, wenn man das so sagen darf. Das Podcast-Format würde ich gerne beibehalten, allerdings mit einer etwas reduzierteren Frequenz. Ich werde ab der kommenden Woche einmal wöchentlich mit einem Podcast über aktuelle Entwicklungen informieren und bei Bedarf auch den ein oder anderen zusätzlichen Podcast
einspielen. Ich hoffe, dass das so in Ihrem Sinne ist und mit diesem Update möchte ich Ihnen jetzt schon ein wunderschönes Wochenende wünschen. Wir alle, meine ich, haben es uns diesmal besonders hart verdient. Erholen Sie sich ein bisschen und das Wichtigste, bleiben Sie gesund.